Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es darum, wie ich das Lenkradschloss hier wechsle oder wie man generell das Lenkradschloss wechselt vom Renault Clio. Bei mir wird bemängelt, dass wenn ich den Zündschlüssel ausmache, das Lenkradschloss einrastet. Das darf nicht sein während der Fahrt, nur wenn man das Schlüssel abzieht. Das probieren wir jetzt mit dem Tausch und ich wünsche euch viel Spaß. Das Problem ist, ich stecke jetzt den Schlüssel rein, entriegel das Lenkradschloss, mache die Zündung aus und jetzt rastet das Lenkradschloss ein. Das darf nicht sein, erst wenn man den Schlüssel aus dem Schloss zieht. Und da ist im Schloss ein Verriegelungsbolzen kaputt, der schnellt dann quasi zurück und dadurch, oder der schnellt dann rein und dadurch wird das Lenkradschloss gesperrt. Als erstes müssen hier unten zwei Schrauben weg. Die sieht man auch relativ gut hier. Auf der linken Seite hier ist so eine Abdeckung, die könnt ihr raushebeln, allerdings nicht nur mit dem Schraubenzieher, sonst habt ihr so eine kleine Macke drin wie bei mir jetzt. Aber bei dem Auto ist es jetzt nicht wirklich schlimm. Die könnt ihr rausmachen und habt ihr hier nochmal zwei Schrauben. Hier muss noch die seitliche Abdeckung weg. Wie gesagt, bei diesem Auto ist es egal, wenn hier Schrammer sind, deswegen passt bei euch ein bisschen besser auf. Und hier unten ist jetzt auch noch eine Schraube. So, ich habe jetzt hier die Verkleidung ein bisschen weggemacht. Muss man wahrscheinlich nur so ein Stück. Hier kann man jetzt ein bisschen dran ziehen, dann geht die Verkleidung auseinander. Die ist hier nur geklippt anscheinend. Genau. Und das halt auch. Muss halt ein bisschen rumspielen. Oben geht jetzt die Verkleidung auch schon auseinander. Okay, also hier, wenn man hier reinhebelt, oben, hier dazwischen, dann kann man das raushebeln. Das ist noch gesteckt hier unten, die ganze untere Abdeckung, dann kriegt man alles weg. Und jetzt sieht man hier unten das Schloss. Das ist das Schloss, das ist der Anschluss und hier läuft es in die Lenksäule rein. Hier habe ich jetzt das neue Schloss, so sieht es aus, mit Schlüssel. Da müsst ihr natürlich noch umbauen hier, da ist die Elektronik noch drin und so sieht das Schloss aus. Das heißt, das ist hier nur reingesteckt. Hier sieht man übrigens den Bolzen vom Lenkradschloss hier. Wenn ich jetzt anmache das Auto, dann ist der Bolzen drin. Und bei mir ist es jetzt so, wenn ich jetzt ausmache, der Motor aus, Schlüssel gedreht, jetzt schießt der Bolzen raus. Und das darf nicht sein. Erst wenn man den Schlüssel zieht, darf der Bolzen vorne rausschießen. Als erstes macht er hier oben diesen Stecker raus, den da, mit dem Schraubenzieher raushebeln. Und dann müssen wir das Schloss rausmachen. So, das was so aussieht wie so eine Niete oder sowas, das ist in Wirklichkeit eine Schraube. Der hat noch keinen Kopf. Jetzt nehme ich so einen Meißel, gehe da dran und muss ein bisschen seitlich auf der rechten Seite dann klopfen, damit sich das löst. Ich kann es jetzt schlecht filmen, aber hier sieht man es. Diese Schraube, die dreht sich jetzt, wenn ich da drauf klopfe, und jetzt kriege ich sie auch raus. Also es geht, aber es geht echt schlecht. Aber wenn ihr bis hierhin gekommen seid, dann schafft ihr das auch. Jetzt kriege ich sie raus. Das ist das Teil, das ist der Kopf. Den Bolzen hier kann man so ein Stück eindrücken, aber nur so wenig. Wenn ich jetzt den Schlüssel reinmache ins Auto oder ins Schloss und ich mache es an, jetzt kann ich den Bolzen komplett eindrücken und dann kann ich aus dem Schloss rausholen. Geht also nur, wenn der Schlüssel steckt. Da ist Schlüssel rein. Ups. Knopf drücke und dann ziehe. So. Da aus. Jetzt kann ich hier oben den Stecker wegmachen.
ziemlich tiefe Regelung hier zusammendrückt. So. Und den Stecker noch rüber schiebe. Und jetzt kommt er einfach hier raus. Steckt da drinnen und durch das wird er reingezogen oder auch rausgeschoben. Genau. Raus. Jetzt machen wir den neuen Stecker rein. Oder das neue Schloss mit dem alten Stecker natürlich. Okay. Er passt auch nur in eine Richtung rein. Reinmachen. Zuschieben. Okay. Eins muss ich noch kurz zeigen. Hier ist kein Gewinde drin in dem neuen und im alten auch nicht, also beziehungsweise da ist eins drin, aber das ist nur, weil das da reingepresst worden ist. Das heißt, in dem neuen passt die Schraube jetzt natürlich so auch nicht rein. Jetzt hat man die Möglichkeit, die reinzuklopfen oder irgendwie mit der Zange reinzudrehen und das schneidet sich dann noch rein, weil das scheint hier nur Guss zu sein und die Schraube ist hoffentlich härter. Jetzt hier so einfach eine Schraube, aber Torx, kann ich die mal schön reindrehen oder auch nicht, und wieder raus. Gewinde ist fast drin. Gucke, dass es nicht zu weit ist. Ich mache jetzt übrigens hier noch einen Springring drunter, aber ich lasse jetzt gerade das mit der Schraube. Ihr könnt jetzt testen, wenn ihr da reindreht, die geht ziemlich schwer und ihr wisst ja nicht, wann ihr drin seid im Gehäuse. Dann könnt ihr hier immer mal wieder den Pin drücken, weil der ja von innen gegen die Schraube drückt. Und solange ihr den drücken könnt ihr noch weiter drehen. Jetzt ist das Gewinde hier reingeschnitten. Jetzt können wir das auch viel einfacher wieder einbauen. Das geht jetzt natürlich mehr oder weniger gut. Tendenziell eher weniger, ja. So. Schraube ist fest. Jetzt wackelt auch das Zündschloss nicht mehr. Das hat vorher gewackelt. Perfekt. Jetzt müssen wir wieder die Wegversperrerspule draufstecken. Stecker dran und dann alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen und dann sollte eigentlich alles wieder gehen. So, was jetzt noch zu tun ist, ich habe hier den neuen Schlüssel, aber ohne Elektronik und den alten Schlüssel mit der Elektronik von der Wegversperrer. Das muss man jetzt umbauen. Den Bart vom alten Schlüssel, vom echten, mache ich mir raus. Der müsste aussehen wie der hier mit so einem Loch und den mache ich mir einfach so an den Schlüsselbund, falls ich das Auto mal an der Tür aufschließen muss. Ansonsten habe ich ja Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, das funktioniert dann trotzdem. Schraube rausmachen und hier dazwischen hebeln ein bisschen. Die Schraube, seht ihr hier, ging durch den Schlüssel durch. Das heißt, in dem Fall wechsle ich auch nicht das Gehäuse. Ich ziehe jetzt einfach den Schlüssel hier raus, nehme den neuen, stecke ihn hier rein, Gehäuse wieder zu, Schraube durch. So, dann geht er wieder. Funktioniert. Und jetzt kann ich den Schlüssel einfach weiterverwenden. Soweit ist die Reparatur geglückt. Alles funktioniert. Danke fürs Zuschauen. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal.